Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder was sehr Schickes für euch, und zwar die ganz neue Goosky E2 Venum Bell UH1Y. Der erste Scaler, soweit ich weiß, von der Firma Goosky, die sich ja sonst im Heli-Bereich eher im 3D-Sektor bewegen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser kleine Scaler hier auch richtiges 3D fliegen kann. Aber auch für die Nicht-3D-Piloten unter uns ist er sehr interessant, da er auch sehr gut stabilisiert ist und auch sehr gut mutig fliegen soll. Ich habe heute für euch hier die RTF-Version. Den gibt es aber natürlich auch noch als BNF-Version für eure eigenen Sender. Natürlich zeige ich euch heute wieder den Lieferumfang, ich zeige euch die Bell wieder etwas genauer im Detail, die Fernsteuerung mit den Funktionen und wir gehen am Ende natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Als erstes haben wir hier schon mal einen schicken Hartschaum-Transportkoffer. Da ist natürlich alles drin, was zum Fliegen benötigt wird. Und hier drin können wir später auch alles wunderbar zum Flugplatz transportieren. Allerdings leider nur ohne montierte Rotoren. Dann machen wir den Koffer mal auf und haben natürlich als erstes wieder die Bedienungsanleitung, hier auf Chinesisch und Englisch. Hier aber nur in einer Kurzform und dazu gibt es noch eine Montageanleitung. Ich denke aber mal, dass auf der Goosky-Seite demnächst noch eine ausführliche Bedienungsanleitung zum Download bereitsteht. Dann haben wir als nächstes die 2,4 GHz Fernsteuerung inklusive Akku. Die zeige ich euch wie immer nachher nochmal etwas genauer. Dann haben wir noch einen 3S 1600 mAh LiPo-Akku, ein Ladegerät für den LiPo und zwar ein ISDT PD60. Dann haben wir noch die 4 Hauptrotorblätter, den Heckpropeller mit Befestigungsschraube, eine Ersatz-Hauptrotorwelle, jede Menge Befestigungsmaterial und ein bisschen Werkzeug. Und last but not least natürlich auch noch die richtig schicke Bell UH1Y und die zeige ich euch jetzt erstmal wieder etwas genauer. Ja, hier haben wir wieder einen richtig schicken kleinen Scaler, wie eben schon gesagt, eine Bell UH1Y, hier im US Marines Design, richtig schön gemacht. Maßstab ist in etwa 1:35 und der Rumpf besteht hier aus stabilem Kunststoff. Bis auf die Hauptrotorblätter und dem Heckrotor ist die Bell auch schon komplett vormontiert. Die Rotorblätter und den Heckrotor habe ich jetzt aber schon mal angebracht. Die werden ja einfach nur ganz normal angeschraubt. Die Hauptrotorblätter benötigen allerdings noch 2 kleine Unterlegscheiben, was das Anbringen am Flugort vielleicht etwas umständlicher macht, da man die kleinen Unterlegscheiben nicht im Gras verlieren möchte. Ansonsten hat die Bell wieder viele Details angebracht, wie die ganzen Nieten über dem ganzen Rumpf verteilt. Auch die Blechstöße und die vielen Konturen am Rumpf wurden hier sehr schön abgebildet. Was auch richtig cool ist, dass man die beiden Seitentüren aufschieben kann. Das sieht optisch auch nochmal richtig cool aus. Hier unterhalb der Seitentüren sind noch die Raketenwerfer angebracht. Auch hier oben der Dombereich der Bell sieht richtig schick aus, mit dem Lufteinlass für die Turbinen und auch der Turbinenauslass ist richtig schön gestaltet. Überall sind auch noch kleine Antennen und andere Details angebracht. Genauso wie die beiden Cable Cutter über und unter dem Cockpit. Hier vorne haben wir auch noch eine kleine Kameraattrappe angebracht. Auch am Heckausleger und am Heck selber sieht die Bell richtig schick aus. Hier sind auch wieder viele kleine Details und auch weitere Nieten angebracht. Das Landegestell wurde ebenfalls einigermaßen scale nachgebildet. Von unten sieht die Bell jetzt so aus, da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen, außer noch ein paar Öffnungen, die Raum für Spekulationen offen lassen, ob es da vielleicht auch bald eine Version mit Höhensensor oder sogar GPS geben wird. Die matte zweifarbige Lackierung gefällt mir auch sehr gut, die ist auch überall sauber aufgebracht. Auch die ganzen Decals sind hier sehr gut angebracht und bis auf den kleinen Goosky-Schriftzug und das E2 ist auch soweit alles ziemlich scale. Die Scheiben wurden bei der Bell in matt schwarz lackiert, was aber zu dem Grau hier ganz gut passt. Angetrieben wird der 4-Blatt-Hauptrotor bei der Bell natürlich von einem Brushless-Motor, und zwar das direkt ohne Getriebeübersetzung. Und der 4-Blatt-Heckrotor wird natürlich auch direkt ebenfalls von einem Brushless-Motor angetrieben. Dieser ist auch hier an einer stabilen Carbonaufnahme befestigt. Die Hauptrotorwelle, die Taumelscheibe und auch der gesamte Rotorkopf inklusive Blatthalter sind aus Aluminium gefertigt. Die Taumelscheibe wird von 3 Mikroservos angesteuert, die im 120 Grad Winkel angeordnet sind. Die Rotorblätter sehen auch richtig cool aus mit der an das Original angelehnten Form und auch dem zweifarbigen Design. Das genaue Material weiß ich jetzt leider nicht. Was ein bisschen schade ist, dass hier bei der Bell keinerlei Beleuchtung verbaut wurde. Die einzige LED ist hier oben die kleine Status-LED. Wofür die da ist, zeige ich euch nachher nochmal in den Funktionen. Die ganze Elektronik befindet sich natürlich im Innenraum des Rumpfes. Um da dran zu kommen, kann man hier ganz einfach die vordere Rumpfhaube abziehen. Dahinter befindet sich dann hier oben das Steuerbord und auch der Gyro und der Regler sind dahinter verbaut. Und wie man sehen kann, haben wir hier vorne noch ein paar zusätzliche Anschlüsse, wo man zum Beispiel einen Satellitenempfänger anschließen kann, um die Bell mit anderen Sendern fliegen zu können. Denn der Goosky E2 sendet im Futaba-Protokoll SFHSS, unterstützt aber auch DSM, DSMX, S-Bus, PPM und ERLS. Unterhalb des Steuerbords kommt der LiPo rein, der wird einfach nur in das Akkufach reingeschoben und sitzt dadurch schon stramm genug, um nicht hin und her zu wackeln. Dann kann man den X430-Stecker einfach hier unten einstecken und die Haube wieder aufsetzen. Die Bell hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 490 mm, eine Rumpflänge von ca. 460 mm, ein Abfluggewicht von ca. 540 Gramm und dabei eine Flugzeit, je nach Flugstil natürlich, von ca. 10 bis 15 Minuten. Ja, wir haben hier wieder eine günstige Kunststofffernsteuerung, in diesem Fall die Goosky T8. Sie ist auch wieder recht klein gehalten, liegt aber gut in der Hand.
Die Knüppelaggregate sind auch hier wieder aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium. Diese lassen sich aber in der Höhe etwas verstellen. Ebenfalls haben wir wieder die Zackenkrone hier oben drauf für alle Daumenflieger. Dann haben wir hier unten die beiden Ein-Ausschalter. Die müssen wir beide gleichzeitig drücken, um die Fernsteuerung ein- bzw. auszuschalten. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt und darüber die Status-LED für den Batteriestand. Wenn hier nur die rote LED noch leuchtet, dann muss der Sender auf jeden Fall aufgeladen werden. Darüber haben wir noch links und rechts zwei schwarze Gummiteile, die haben aber keine Funktion. Dann haben wir noch 4 Schalter an der Fernsteuerung. Oben rechts vorne haben wir einen 2-Stufen-Schalter. Das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter nach oben gelegt ist, dann ist der Motor gesperrt. Ist der Schalter nach unten gelegt, dann ist der Motor entsperrt. Darüber haben wir dann noch einen 3-Stufen-Schalter. Hier können wir die Taumelscheibenausschläge verändern. Ist der Schalter nach vorne geschaltet, haben wir die geringeren Ausschläge. In der Mitte haben wir etwas mehr Ausschläge. Und nach hinten geschaltet haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Auf der linken Seite haben wir dann noch den Flugmode-Schalter. Wenn der Schalter nach vorne geschaltet ist, haben wir die anfängerfreundliche Stabilisierung, sodass der Heli wieder in Neutrallage zurückkehrt, wenn wir zum Beispiel den Rollstick loslassen. Und ist der Schalter in den beiden hinteren Stellungen, ist der Heli noch stabilisiert, geht aber nicht wieder in die Neutrallage zurück und driftet weiter. Auf der linken Seite vorne haben wir dann noch einen weiteren 3-Stufen-Schalter. Hier können wir dann zwischen Anfängermodus und 3D-Modus schalten. Nach unten geschaltet im Anfängermodus haben wir erstmal geringere Pitch-Ausschläge und wir haben eine Gaskurve. Das heißt, wenn wir den Gasstick nach vorne legen, wird auch langsam die Drehzahl mit erhöht. Und wenn wir den Gasstick wieder ganz nach hinten ziehen, geht der Motor auch aus. In der Mittelstellung haben wir dann 100% Pitch-Ausschläge, sowohl in den positiven als auch in den negativen Bereich. Und die Drehzahl wurde schon etwas erhöht. Hier ist dann auch schon 3D-Flug möglich. In dieser Stellung können wir den Motor auch nur noch über den Motorausschalter ein- und ausschalten. Und in der oberen Stellung des Schalters haben wir ebenfalls 100% Pitch-Ausschläge im Plus- und im Minusbereich. Und hier wurde die Drehzahl nochmal etwas erhöht. Hier kann man dann auch zum Beispiel noch härteres 3D fliegen. Dann haben wir hier oben noch einen USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus und daneben noch einen Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier kommt der mitgelieferte LiPo-Akku rein. Daneben haben wir noch einen Lautsprecher. Hier oben haben wir noch einen Griff zum Transportieren und wir können die Fernsteuerung auch mit den Füßen wieder auf den Boden stellen. Binden müssen wir die Fernsteuerung mit dem Heli bei der RTF-Version nicht mehr. Das ist vom Werk aus schon alles erledigt.
Ja, bevor wir am Ende zu einem Fazit kommen, habe ich euch ja eben schon erzählt, dass die Bell auch richtiges 3D fliegen kann. Ist jetzt nicht wirklich scale-typisch und ich kann es auch nicht wirklich. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ein Video von Rasmus Jakobsen. Der hat mir freundlicherweise sein Video zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür, Rasmus. Der kann das nämlich umso besser und der kann euch jetzt mal zeigen, was mit der Bell alles möglich ist. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, zur Optik kann man einfach nur sagen, Goose Sky mega gemacht. Die vielen kleinen Details und die Lackierung sehen einfach richtig schick aus. Auch, dass man die Türen aufmachen kann, das sieht im Flug auch nochmal richtig cool aus. Schade ist allerdings, dass man die Scale-Beleuchtung weggelassen hat. Das wäre nochmal das Tüpfelchen auf dem i gewesen. Aber ansonsten wirklich ein richtig schickes Modell. Schade finde ich auch, dass man die Bell nicht komplett montiert in den Koffer bekommt. Gerade mit den zwei kleinen Unterlegscheiben, die man ja gerne beim Montieren eventuell mal auf dem Gras oder so verlieren könnte. Wäre es jetzt ganz praktisch gewesen, wenn man die halt mit Blättern hätte transportieren können in dem Koffer. Aber gut, so muss man halt die Bell so transportieren oder dann halt am Flugfeld vorsichtig die Blätter wieder montieren. Wo man auf jeden Fall Acht geben muss, ist die Montage des Heckrotorblattes. Das habe ich nämlich am Anfang auch falsch gemacht und ich habe es auch schon im Internet falsch gesehen. Das verleitet schon dazu, weil die Optik eigentlich so aussieht, als würde das andersrum montiert werden müssen. Aber wenn man genau hinguckt, hat die halt in der Bohrung eine kleine Abflachung für die Drehmomentübertragung. Und die gleiche Abflachung ist natürlich auch auf der Motorwelle drauf. Deswegen muss das Blatt auf jeden Fall immer so montiert werden, dass die kleinen Rippchen hier nach außen zeigen. Die Hauptrotorblätter werden natürlich so montiert, dass man den Goose Sky Schriftzug oben lesen kann, denn die Bell ist hier in dem Modell ein Linksdreher. Fliegerisch gibt es auch überhaupt nichts zu beanstanden. Ich war echt sehr positiv davon überrascht, als ich das erste Mal abgehoben bin, wie stabil der Heli wirklich fliegt. Auch vom Geräusch her ist er wirklich sehr ruhig. Trotz, dass er auch hier hinten diesen separaten Heckmotor hat, gibt es da nicht so ein extremes Aufheulen wie bei manch anderen kleinen Modellen. Das macht also richtig Spaß, mit der kleinen Bell zu fliegen. Die Flugzeit passte auch in etwa, natürlich nur, wenn man so gemächlich fliegt wie ich. Im 3D-Flug ist die Flugzeit natürlich wesentlich geringer. Das Umschalten zwischen den Flugmodi klappt auch einwandfrei. Da war also kein Absacken oder Wegkippen. Das war alles perfekt bei mir eingestellt. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, wie man den Heli mit der RTF-Fernsteuerung im Flug trimmen könnte, wenn es erforderlich sein sollte. Denn es gibt ja keine Trimmknöpfe mehr an der Fernsteuerung. Bei mir musste ich das aber auch nicht machen, weil alles gepasst hat. Was für einen Scaler auch noch etwas schöner gewesen wäre, wenn das Anlaufen des Motors etwas smoother gewesen wäre. Denn das war jetzt eher so ein bisschen 3D-typisch, etwas ruckartiger, was den Heli dann beim Anlaufen immer so ein bisschen versetzt hat, zumindest auf Asphalt. Sieht jetzt beim Scaler nicht so ganz schön aus, aber das ist natürlich jetzt auch Jammern auf hohem Niveau und ich denke mal, auf Gras ist das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich würde sagen, alles in allem ein super schöner kleiner Scaler für ruhige Feierabendflüge, aber auch 3D-Piloten kommen mit dem Modell auf ihre Kosten, wie man eben auch gesehen hat. Anfänger, die schon Erfahrung am Sim gesammelt haben, bzw. wissen, wie man einen Heli zu steuern hat, werden damit, denke ich, auch gut zurechtkommen, zumindest im vollstabilisierten Modus. Man muss natürlich bedenken, dass die Bell keinen Höhensensor hat und daher die Höhe selber gehalten werden muss. Wenn euch die Bell gefällt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch mal den Link reingepackt, wo ihr sowohl die RTF als auch die BNF-Version kaufen könnt. Und es gibt auch sogar noch für euch einen Rabattcode. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Bell findet und ob ihr euch vielleicht auch über eine Version mit Höhensensor oder sogar GPS freuen würdet. Dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder mit dem Video. Liken und abonnieren nicht vergessen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.